Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Ben, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Altes in meinem Zuhause sprechen. Magst du alte Dinge? Ja, das tue ich. Alte Dinge sind interessant. Sie haben eine Geschichte. Da stimme ich dir zu. Ich habe eine alte Uhr in meinem Wohnzimmer. Sie ist sehr besonders für mich. Eine alte Uhr? Das klingt interessant. Kannst du sie mir beschreiben? Natürlich. Die Uhr ist aus Holz und hat ein schönes Design. Sie ist etwa 100 Jahre alt. Wo? 100 Jahre alt. Das ist sehr alt. Wie sieht sie aus? Die Uhr ist dunkelbraun mit goldenen Akzenten. Sie hat ein rundes Zifferblatt und römische Ziffern. Die Zeiger der Uhr sind aus Metall und bewegen sich langsam. Das klingt sehr schön. Macht sie Geräusche? Ja, das tut sie. Jede Stunde schlägt sie. Der Klang ist sanft und angenehm. Er erinnert mich an die Vergangenheit. Ich mag Uhren, die schlagen. Sie machen ein Zuhause warm und einladend. Da stimme ich zu. Meine Großeltern haben mir diese Uhr geschenkt, als ich ein Kind war. Sie sagten mir, dass sie schon viele Jahre in unserer Familie ist. Das ist ein wunderbares Geschenk. Sie muss viele Erinnerungen haben. Ja, das tut sie. Ich erinnere mich, wie ich als Kind im Wohnzimmer saß und der Uhr beim Schlagen zuhörte. Es gab mir ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe. Das kann ich mir vorstellen. Alte Dinge haben oft eine besondere Bedeutung. Benutzt du die Uhr, um die Zeit zu messen? Manchmal tue ich das, aber ich benutze auch mein Handy. Die Uhr ist jetzt mehr zur Dekoration da. Ich verstehe. Es ist schön, alte Dinge zu haben, die nicht nur nützlich, sondern auch schön sind. Genau. Die Uhr verleiht meinem Wohnzimmer Charakter. Sie ist ein guter Gesprächsanlass, wenn Gäste zu Besuch kommen. Das stimmt. Alte Dinge wecken oft Neugier und Interesse. Ja, ich liebe es, meinen Freunden die Geschichte der Uhr zu erzählen. Sie verbindet mich mit meiner Familiengeschichte. Ich empfinde das Gleiche für alte Gegenstände. Sie erinnern uns an unsere Vergangenheit und unsere Lieben. Ben, hast du etwas Altes in deinem Zuhause? Ja, das habe ich. Ich habe ein altes Foto von meinen Urgroßeltern. Es ist mir sehr kostbar. Das klingt wunderbar. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Sicher. Das Foto ist schwarz-weiß. Es zeigt meine Urgroßeltern an ihrem Hochzeitstag. Sie lächeln und sind sehr glücklich. Das ist eine schöne Erinnerung. Wie alt ist das Foto? Es ist über 80 Jahre alt. Meine Urgroßeltern lebten vor langer Zeit und dieses Foto ist ein Teil unserer Familiengeschichte. Ich liebe alte Fotos. Sie halten einen Moment in der Zeit fest. Ja, jedes Mal, wenn ich es anschaue, fühle ich eine Verbindung zu meiner Familie. Ich habe sogar einen kleinen Rahmen aus Holz. Er sieht sehr vintage aus. Das ist schön. Vintage-Rahmen machen Fotos noch besonderer. Ich halte das Foto auf meinem Schreibtisch. Es erinnert mich jeden Tag an meine Wurzeln. Das verstehe ich. Alte Gegenstände wie dein Foto und meine Uhr helfen uns, unsere Familiengeschichten zu erinnern. Genau. Sie sind nicht nur Objekte.
Sie sind ein Teil unserer Identität. Denn warum magst du alte Dinge? Ich mag alte Dinge, weil sie Geschichte haben. Sie erzählen eine Geschichte über die Vergangenheit. So sehe ich das auch. Alte Dinge sind interessant und einzigartig. Sie erinnern uns daran, dass die Zeit vergeht, aber Erinnerungen bleiben. Ja, und alte Dinge sind oft mit Sorgfalt hergestellt. Sie sind anders als viele neue Produkte. Das stimmt. Zum Beispiel ist meine alte Uhr handgemacht. Sie ist nicht wie die Plastikuhren, die man heute sieht. Das gefällt mir. Handgemachte Gegenstände haben einen besonderen Wert. Denn denkst du, dass alte Dinge wichtig sind? Ja, das denke ich. Alte Dinge sind wichtig, weil sie uns helfen, unsere Geschichte zu erinnern. Sie verbinden uns mit unserer Familie und unserer Kultur. Da stimme ich zu. Ich glaube, dass wir mit dem Bewahren alter Dinge unsere Vergangenheit ehren. Genau. Alte Dinge inspirieren auch neue Ideen. Sie zeigen uns, wie die Menschen in der Vergangenheit lebten und schufen. Das ist ein guter Punkt. Alte Designs und Techniken können moderne Kunst und Handwerk beeinflussen. Manchmal besuche ich ein Museum, um alte Objekte zu sehen. Es macht mich stolz auf mein Erbe. Ich liebe es auch, Museen zu besuchen. Sie sind voller interessanter alter Dinge. Alice, kannst du mir mehr über die Uhr in deinem Wohnzimmer erzählen? Sicher, die Uhr ist nicht nur alt, sondern auch sehr schön. Sie hat filigrane Schnitzereien am Holzrahmen. Das klingt fantastisch. Schnitzereien lassen die Uhr sehr kunstvoll wirken. Ja, und das Glas auf der Vorderseite ist leicht gewölbt. Das verleiht der Uhr einen Vintage-Look. Ich mag Vintage-Designs. Sie sind anders als moderne Stile. Ich finde es auch schön, dass die Uhr nicht nur die Zeit anzeigt, sondern auch eine Geschichte erzählt. Jedes Mal, wenn ich sie anschaue, denke ich an meine Großeltern. Das ist sehr besonders. Alte Gegenstände wie deine Uhr und mein Foto erinnern uns an unsere Lieben. Genau. Sie sind Schätze, die wir in unseren Häusern aufbewahren. Manchmal wünsche ich mir, alte Dinge könnten sprechen. Sie würden uns so viele Geschichten erzählen. Das ist ein schöner Gedanke. Wenn meine Uhr sprechen könnte, würde sie mir von all den Stunden erzählen, die sie gezählt hat. Und mein Foto würde mir von dem glücklichen Tag der Hochzeit meiner Urgroßeltern erzählen. Alte Dinge sind wie eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Ja, sie helfen uns zu verstehen, woher wir kommen. Ben, denkst du, dass du dein altes Foto für immer behalten wirst? Ja, das werde ich. Es ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass meine Kinder und Enkelkinder es sehen. So geht es mir auch mit meiner Uhr. Ich möchte sie eines Tages an meine Kinder weitergeben. Das ist eine wunderbare Idee. Alte Dinge werden zu Familienschätzen. Ja, und sie helfen unserer Familiengeschichte weiterzuleben. Ich freue mich, dass wir beide alte Dinge schätzen. Ich auch. Es ist schön, unsere Liebe zur Geschichte und zu Erinnerungen zu teilen. Vielleicht können wir eines Tages gemeinsam ein Museum besuchen, um mehr alte Gegenstände zu sehen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne antike Artefakte sehen und mehr über die Vergangenheit lernen. Ich werde den Terminplan des lokalen Museums überprüfen. Sie haben oft Ausstellungen mit alten Objekten. Bitte lass es mich wissen. Ich möchte mit dir gehen. Ich werde es tun. Danke, dass du mir von deiner alten Uhr erzählt hast, Alice. Es ist sehr interessant.
Danke, Ben, dass du mir dein altes Foto gezeigt hast. Ich habe viel gelernt. Ich spreche gerne über alte Dinge. Sie bereichern unser Gespräch und machen es bedeutungsvoll. Ja, alte Dinge erinnern uns an unsere Wurzeln und unsere Identität. Ich hoffe, dass mehr Menschen alte Gegenstände schätzen. Sie sind wichtig für unsere Kultur. Da stimme ich zu. Alte Dinge sind ein Geschenk aus der Vergangenheit. Ich werde mein altes Foto immer sicher aufbewahren. Es ist ein Teil meiner Familiengeschichte. Und ich werde auf meine Uhr aufpassen. Sie ist eine Erinnerung an die Liebe meiner Großeltern. Unsere Häuser sind besser mit diesen alten Schätzen. Ja, sie verleihen unserem Leben Charakter und Wärme. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hatten. Es regt mich zum Nachdenken über den Wert alter Dinge an. Das empfinde ich genauso. Danke, dass du mir von der Uhr erzählt hast. Danke, dass du mir von dem Foto erzählt hast. Ich habe heute viel gelernt. Lass uns weiterhin alte Dinge schätzen und ihre Geschichten mit anderen teilen. Ja, ich stimme zu. Alte Gegenstände sind nicht nur Objekte, sie sind Teil unserer Geschichte. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über neue Dinge sprechen und sie mit alten vergleichen. Das klingt interessant. Ich würde gerne die Unterschiede zwischen alt und neu erkunden. Großartig! Ich werde mir weitere Beispiele überlegen, die ich teilen kann. Denn es war schön, heute mit dir zu sprechen. Es war sehr schön, Alice. Ich habe unser Gespräch über alte Dinge genossen. Ich habe viel von dir gelernt. Danke, dass du deine Erinnerungen geteilt hast. Danke, Alice. Ich genieße immer unsere einfachen und bedeutungsvollen Gespräche. Ich hoffe, unsere Freunde schließen sich beim nächsten Mal auch an. Je mehr wir teilen, desto mehr lernen wir. Ja, ich hoffe das auch. Unsere Gespräche sind eine gute Möglichkeit, Deutsch zu üben und über das Leben zu lernen. Da stimme ich zu. Bis zum nächsten Mal, Ben. Hab einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal, Alice. Hab einen wunderbaren Tag. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.